So, jetzt sind wir da irgendwo am Berg. Und jetzt haben sie uns gerade darauf hingewiesen, dass wir falsch sind. Es ist die Straße nicht. Es ist die Straße nicht. Das way? Da? Da, da. Ah, okay. Er sagt uns daher. Also die steile. Naja, probieren wir es. Diesen einen Berg müssen wir noch überqueren. Nur so gelangen wir in ein kleines Seitental, das uns direkt in die nächste Großstadt Dali führt. Die stressige Hauptverkehrsroute können wir so umgehen. Gestern, wie wir bergauf gefahren sind, war die Straße nur im Bau. Aber jetzt bei der Abfahrt ist die Straße schon fertig. Und wir können ja jetzt mit 40, 50 km/h runterdüsen. Das macht so Spaß. Die Belohnung für die gestrigen Anstrengungen. Neben der Straße entdecken wir wieder eine dieser Küchen, die verdächtig vielversprechend aussehen. Eine schlichte Hütte, getrocknete Chili, grüner Tee und der berühmte Gemüsekühlschrank. Unser mittlerweile geschultes Auge verrät uns, dass es hier besonders gut schmeckt. Und das tut es auch. Gestärkt geht es weiter durch das kleine Seitental. Diese Route zu wählen war die beste Entscheidung und wir entdecken viele Details am Wegesrand. In China wird echt jedes Platzl genutzt zum Getreidetrocknen, zum Reistrocknen, zum Maistrocknen. Und da ist zum Beispiel jetzt einfach der Gehsteig, wird da verwendet, um am Mais zu trocknen. Vor allem schon eine Aussichtsplattform gesehen, bei voll dem schönen Teich, die war auch, da war glaube ich Reis oder so ist da drauf gelegen. Das ist echt witzig, ja? Da scheißt sich einfach keiner was. Nach dem Trocknen wird der Reis von anderen Partikeln getrennt, um ihn für die nächste Station bereit zu machen, die lokale Reisschälmaschine. In ohrenbetäubender Lautstärke wird hier der Reis geschält. Zuerst saugt ihn die Maschine in sich hinein, rattert und schleudert ihn einmal quer durch ihre zusammengebastelten Fässer, bis sie am Ende auf fast magische Weise den strahlend weißen Reis ausspuckt.
Die Entdeckungsreise geht bei unveränderter Lautstärke am Straßenmarkt weiter. So, also die Chinesen haben ein komplett anderes Lärmempfinden wie wir. Also müssen es haben, weil wir sind da gerade auf dem Markt, der Lärmpegel ist so arg da, das dröhnt. Jeder hat irgendwie so ein Megafon bei seinem Stand liegen, wo die ganze Zeit durchgesagt wird, was er verkauft. Also wir sind jetzt vielleicht eine Minute da und dran schon fast durch, weil es so laut ist. Aber irgendwie da stresst es gar nicht. Da war recht entspannt. Sogar im Supermarkt schallt uns dieses laute Gackern entgegen. Den Hühnersound haben wir nicht eingespielt, der wird da live im Supermarkt eingespielt. Sein Lärmpegel darinnen. China, Mensch. Am hintersten Ende des Marktes wird es dann doch etwas ruhiger. Wir entdecken diese unbekannte Spezialität und wollen sie kosten. Die Füllung sieht aus wie Hackfleisch. Oder sind es doch Bohnen mit Kraut? Das ist weder verschiert, nur Bohnen. Das ist Erdnussbutter. Mit Chili. Das ist echt gut. Also das sind so zusammengedruckte Reisnudeln. Chili und Erdnussbutter. Schmeckt gut? Ja, voll geil. Jetzt muss ich auch probieren. Abends im Zelt packen wir die letzte Kuriosität des heutigen Markteinkaufs aus. Na, wem kommt diese Schokolade bekannt vor? Wenn man genau schaut, das schaut nicht nur aus wie Merci, sondern da steht sogar Edelrahm. Und der größte Witz an der Sache ist, dass die innen dann so ausschauen. Es hat wirklich nichts mit Merci zum Tor, aber die Verpackung ist zu 100% geklaut. Es hat nichts mit dem zu tun. Da ist sogar irgendwelche chinesischen Zeichen sind drauf. Aber schmecken wird es auch nicht so schlecht. Unser Ausflug durch das kleine Seitental ist zu Ende und wir rollen langsam in die Großstadt Dali ein. Viel Zeit bleibt uns hier allerdings nicht, denn wir müssen eine Möglichkeit finden, möglichst schnell nach Kunming, die Hauptstadt Yunnans, zu kommen. Wir erwarten nämlich hohen Besuch von zu Hause. Wir sind jetzt mit dem Radl zur Autobahnauffahrt gefahren, die Auffahrt nach Kunming. Das sind jetzt circa so 400 Kilometer. Und die müssen wir jetzt hitchhiken, weil wir wollen heute am Abend ankommen. Und wir hoffen, dass wir da jetzt wen finden, der uns mitnimmt. Zur Hilfe werden wir jetzt gleich unser Schüttel basteln. Wir haben nämlich Backpapier dabei. Ja, wir haben Backpapier dabei. Nicht fragen, warum. Jetzt werden wir versuchen, Kunming auf Chinesisch auf das Backpapier zu schreiben und hoffen, dass uns heute noch wer mitnimmt. Auch nach mehreren Stunden will uns hier leider niemand mitnehmen. Somit packen wir unsere Sachen wieder zusammen und machen uns auf den Weg. So, jetzt haben wir unser neues Platzl gesucht. Da haben wir jetzt die Bundesstraßen. Also jemand, der über die Bundesstraßen fährt, kann uns mitnehmen und die nächste Auffahrt ist auch ein paar Kilometer. Und jetzt machen wir es uns da gemütlich. Jetzt haben wir noch Mittagessen kurz. Jetzt probieren wir es nochmal. Im Notfall müssen wir heute am Abend oder eben morgen in der Früh einen Bus nehmen. Da guckt man super campen. Bei Einordnung. So, das Auto stoppen geben wir jetzt auf. Bringt nichts. Jetzt sind wir ein paar Stunden wieder da gestanden. Jetzt geht es zurück zur Busstation, zum Busterminal und da werden wir uns jetzt Tickets kaufen. Und morgen in der Früh ab nach Kunming. Also wir sind jetzt echt fertig mit den Nerven. Wir sind jetzt wieder 10 Kilometer zurückgefahren zur ersten Bushaltestelle.
Busstation. Dort haben wir dann ewig diskutiert, bis wir drauf kommen, wir diskutieren über ein Privatauto und deswegen ist es so teuer. Ja. Dann sind wir jetzt nur mal ein paar Kilometer zur nächsten Bushaltestelle gefahren. Heute geht kein Bus mehr, das haben wir uns eh schon gedacht. Aber morgen um 9:30 Uhr. Und der Witz an der ganzen Sache ist, dass das billigste Hotel jetzt, was da in der Nähe ist, eigentlich das ist, wo wir eh schon letzte Nacht waren. Heute in der Früh ausgecheckt haben, ja. Also somit haben wir ein bisschen, wie ist das bei Asterix und Obelix? In ihrem Haus, ja. Den Passierschein A38, den haben wir heute gesucht. Ja, aber nicht gefunden. Nicht gefunden, ja. Aber jetzt haben wir ihn gekriegt. Ja, jetzt haben wir zumindest einen Bus für morgen. Autostoppen haben wir, wie gesagt, aufgegeben. Ja, das sind so die Seiten vom Reisen, die halt einfach anstrengend sind, wo es langwierig wird, wo man einfach die Nerven trainiert. Was halt nicht so viel Spaß macht. Aber es gehört dazu. Manchmal denkt man sich, warum macht man den Spaß da eigentlich gerade? Und immer um Geld zu sparen und jetzt im Endeffekt haben wir uns halt gar nichts gespart, sondern haben einfach einen Tag verkackt. Aber wie gesagt, es gehört dazu, solche Tage gibt es. Man muss eigentlich das, wie gesagt, sehen als Lebensschule und morgen fahren wir mit dem Bus nach Kunming, dann haben wir ein paar Tage, dass es uns gut gehen und dann kommt mein Bruder zu Besuch und radelt mit uns 10 Tage mit. Und das ist eigentlich so cool, dass freuen wir uns schon vorher drauf, ja. Weil den anstrengenden Tag gleich wieder vergessen solltet. Genau. Und jetzt ab ins Hotel. Jetzt gleich.